weiß, eigentlich müsste im Hintergrund jetzt die Abbey Road Schallplatte stehen und nicht die 67 bis 70, also das blaue Album, was jetzt da steht. Wollte ich auch so machen, aber als ich die dann gesucht habe, die Abbey Road, oder so rausholen wollte, da ist mir eingefallen, ich habe die ja gar nicht als Schallplatte. Ich habe sie nur als CD, was ganz wichtig ist, weil ich habe keinen CD-Player mehr. Schon lange nicht mehr. Aber die CD habe ich, das ist toll. Aber hier ist ja auch die, Here Comes the Sun ist ja hier auch drauf, von daher ist es auch erlaubt. Und genau um dieses Lied, Here Comes the Sun von den Beatles, geht es heute, zeige ich dir. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Here Comes the Sun wird mit Capodaster gespielt am 7. Bund. Mein Capodaster ist weg. Mein schöner Schub-Capodaster ist weg. Schon seit 2-3 Wochen und ich war nicht in der Lage, einen neuen zu bestellen, weil ich gedacht habe, der taucht ja wieder auf. Nee, macht er nicht. Als Ersatz habe ich diesen hier. Den benutze ich seit dem Verschwinden auch im Unterricht. Dafür reicht er aus. Aber jetzt hier, es klingt einfach ein bisschen verstimmt. Anscheinend ist der Druck ein bisschen zu hoch und kann man nicht einstellen. Tja, weg damit. Dann habe ich noch diesen hier und den nehme ich jetzt auch, weil da kann man auch ein bisschen einstellen, wie fest das Teil tatsächlich da drauf drückt. Leider verstellt sich dann diese Einstellung. Es ist halt einfach nur so ein dämliches Band. Und wenn es dann ein bisschen lockerer wird und dann scheppert es. Ne? Aber probieren wir es aus. So, was brauchen wir dann noch? Ein Plektrum mit das übliche halt, Stärke 73 für mich. So, noch ganz kurz was zur Anschlagtechnik. Ist wichtig, hör kurz zu. Ja, danach spiele ich das Lied vor, blende die Tabs ein. Aber jetzt kurz zuhören. Zählzeiten 1, 2, 3, 4. Abschläge. Die Zwischenzählzeiten und, also 1 und 2 und 3 und 4 und Aufschläge. Es macht Sinn, das durch das ganze Lied so beizubehalten. Natürlich kann es vorkommen, dass ich hier beim Erklären auch mal einen Abschlag mache, wo ein Aufschlag hingehört oder umgekehrt. Wenn man langsam spielt, dann passiert es einfach mal, ja. Ist dann ungewollt und soll so nicht sein. Intro beginnt auf die Zählzeit 2 für 2 Takte D-Dur, auf die Zählzeit 3 ein D-Sus2, ne, Mittelfinger weg, auf die Zählzeit 3 und Mittelfinger wieder drauf, im zweiten Takt D-Dur, dann auf die Zählzeit 2 und wieder D-Sus2 und dann kannst du für den Rest des Taktes dann darauf bleiben. Dritter Takt G6, Mittelfinger, dritter Bund, tiefe E-Seite, Ringfinger, dritter Bund, B-Seite. Die A-Seite wird abgedämpft oder halt mit Ringfinger und kleiner Finger. Vierter Takt A7 mit der Variation A7 Sus 2 und A7 Sus 4. Das heißt einmal dann mit leerer B-Seite, Sus 2 oder mit dritten Bund B-Seite, Sus 4. Das Ganze geht natürlich auch mit dem ersten und dem zweiten Finger. Für Sus 2 dann Mittelfinger weg und für Sus 4 dann den Ringfinger dazu. Takt 5 und 6 wieder D-Dur, genauso gespielt wie Takt 1 und 2, nur diesmal noch zusätzlich mit dem Basston auf die Zählzeit 1. Takt 7, ein Wechselspiel von G Major 7 und G6. Ja, Major 7, zweiter Finger auf dem dritten Bund der tiefen E-Seite und der Zeigefinger auf dem zweiten Bund der hellen E-Seite. Und dann Zeigefinger weg und dann noch den dritten Finger auf den dritten Bund der B-Seite, G6. Und auf die Zählzeit 4 und des 7. Taktes dann wieder ein A7 mit einem Abschlag.
Das Intro einmal komplett. Sorry, wenn ich kurz zwischen rein grätsche. Das Thema ist mir sehr wichtig, denn wenn du bis hierhin geschaut hast, dann scheine ich dir mit meinem Video weiterzuhelfen, was mich sehr freut. Und du kannst mir weiterhelfen, indem du jetzt den Like-Button drückst. Vielen Dank. So, wir sind im Refrain, Takt 1 bis 4, die ersten 2 Takte wieder D-Dur, ein bisschen anders gespielt als im Intro. Im dritten Takt dann G Major 7, auch ein bisschen anders. Und was auf die Zählzeit 4 und dann Wechsel auf ein E7. Dieses Teil hier. Ja, Mittelfinger zweiter Bund A-Seite, Zeigefinger erster Bund G-Seite und kleiner Finger auf dem dritten Bund der B-Seite. Takt 5, dann wieder D-Dur, variiert natürlich. Dann folgender weltbekannter und wunderschöner Lauf mit einem Pull-Off am Ende, den du aber genauso gut auch anschlagen kannst. Der Refrain einmal komplett. Nach dem zweiten Refrain, der kommt nach der ersten Strophe, hängst du noch Folgendes hinten dran. Und nach dem dritten Refrain dieses hier. Nach dem dritten Refrain folgt ein Zwischenspiel, das zeige ich dir später. Jetzt erstmal zur Strophe. Die Strophe wird eigentlich ziemlich genauso gespielt wie das Intro, hier einmal komplett. Im Grunde sind es nur die letzten beiden Takte der Strophe, die du etwas anders spielst als im Intro. Takt 1 bis 4. Zuerst ein Basslauf auf der A- und D-Seite, dann ein F-Dur auf D-, G- und B-Seite, das heißt, du brauchst kein Barré dazu, ne? Ein C-Dur auf der A-, D- und G-Seite. Und Takt 4 dann ein G-Dur, zuerst mit dem
Mittelfinger auf den zweiten Bund der A-Seite und die A-, D- und G-Seite gespielt. Und dann noch mit dem Ringfinger auf den dritten Bund der E-Seite. Und die E- und A-Seite gespielt. Takt 5 und 6, D-Dur und A7 mit folgendem Anschlag. Das Ganze nochmal im Zusammenhang. Im Original wird das dann 6-mal wiederholt und in der oder nach der 6. Wiederholung dann folgendes. Du bleibst auf A7 und variierst die B-Seite zuerst leer, dann wieder zweiter Bund, dann dritter Bund, das ist dann auch ein A7 sus 4 Akkord, und schlägst diesen wieder an. Dann wieder Variation B-Seite, zweiter Bund, dritter Bund und am Ende die helle E-Seite mitspielen mit dem Akkord, A7 sus 4 immer noch, ne? Dann die B-Seite anschlagen nochmal, die helle E-Seite anschlagen, dann mit dem dritten Finger weg von der B-Seite auf den dritten Bund der hellen E-Seite, A7 und spielen. Alle Fragen geklärt? Einmal diesen Schluss im Zusammenhang. Nach dem Zwischenspiel geht es wieder in die Strophe, dann wieder in den Refrain. Dieser wird wiederholt und nach dem zweiten Mal Refrain geht es ins Ending, das folgendermaßen gespielt wird. Da ist nichts Neues für dich dabei. So viel von mir zu Here Comes the Sun von den Beatles. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.